Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute geht's mal in die EDM-Szene rein. Hab da mal ein bisschen auf Spotify mal ein bisschen reingeguckt, was 2025 so ein bisschen gedroppt ist. Und ja, crazy, was da für Banger sind. Natürlich auch viele Banger. Leider die, ja, wie sage ich's jetzt? Diese ganzen Oldschool-Songs als Sample haben. Stehe ich ja gar nicht drauf. Oder nur drauf, wenn es halt Banger sind, die du halt wirklich lange nicht mehr gehört hast, oder ist es verdammt gut gemacht halt. Ähm, ja, aber ich bin da gerade nicht so der Fan von, dass diese alten Dinger so krass rausgeholt werden und dass du gefühlt nur noch diesen ganzen Remix-Shit hörst. Ja, aber das ist andere Sache. Heute sind wir nämlich hier bei Sebastian Ingrosso oder Sebastian Ingrosso, so wie man es sagen will. Für mich ist es einfach Ingrosso. Ähm, EDM-Legende, müssen wir nicht drüber reden. Mit Celine Dion. Wie bitte? Also, das ist eine Kombo? Puh, okay. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ist ein Visualizer. Das ganze Ding heißt A New Day. Wird wahrscheinlich auch so ein bisschen älterer Song einfach von Celine Dion sein und dann einfach crazy gemacht. Keine Ahnung. Aber es ist jetzt keiner, den ich direkt im Kopf hatte und direkt, wo eine Melodie in meinen Kopf reingeht. So, bei den meisten Dingern ist ja einfach wirklich, ja, okay, ich nehme die und die Melodie, das ist ein Ohrwurm, den gibt's schon seit 20, 50, 100 Jahren gefühlt. Nee. Aber da fällt mir jetzt gerade nichts ein, deswegen gehen wir einfach direkt rein. The New Day, Visualizer, let's go. Mhm. Mhm. Hol mich ab, hol mich ab. Ja, okay, müssen wir nicht drüber reden, ne? Song kennt man natürlich. Oder ist es der Song? Keine Ahnung. Muss ich halt ganz ehrlich sagen. Also ich hör wohl ab und zu so ein bisschen Celine Dion, kennt man zwar, aber sie singt ja auch sehr ähnlich in den meisten Songs, ne? Aber mal, also bekannt kommt mir vor. Doch, 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 klar. Bin ich dämlich? Natürlich. Ja, doch, doch. Das Schlimme ist halt, ne, diese Augen von Celine Dion, die machen mir gerade ein bisschen Angst, dass sie mich die ganze Zeit so angucken. Mm. Versau es mir nicht, versau es mir nicht. Junge, in was für einer EDM-Welt bin ich denn wieder gelandet? Sind wir wieder zurück in den guten alten Zeiten? Hä? Hey, wie geil hört sich das bitte an? Bro, ich dachte, EDM hat sich so entwickelt, dass du dir das gar nicht mehr anhören kannst. Aber Ingrosso, my friend, ist immer noch da. Crazy Bass aber da auch.
Drop hat mich, also das hat mich schon abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Alleine so, ne, dieser Gesangspart von Celine. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist dieses Gewackel. Dieses, ne, dieses ja, Gewackel, Rumgekratze. Ja, okay, Gekratze ist crazy, aber so, ne, dieses Wackelige in der Stimme. So, Celine Dion hat ja einfach so eine cleane Stimme. Ist crazy, wie die singt. Aber hier ist das halt so, du merkst halt, dass es so ein Remix ist, sag ich mal. Bin ich jetzt nicht so krass der Fan von, aber müssen wir ehrlich sagen, durch den Beat, durch die Melodie, aber halt durch ihren Gesang oder ihre normale Gesangsstimme hält man's aus. Boah, holt mich das ab, ey. Ey, zieht mich das gerade zurück in die geile goldene Zeit, ne? Boah, ist das geil. Ey, alleine diese Melodie ist geil, aber mit ihrem Gesang? Bro, mit ihrem Gesang? Ist das geil. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, ne, das hat mich bei EDM eigentlich immer mies so, das catcht mich halt, ne? Es ist halt direkt, du hörst diesen Song und du wirst direkt gecatcht. Du hast direkt so einen geilen Vibe. Kreiert durch diese geilen Melodien, einen geilen Gesang und dieser Beat dann da halt zu, ne? Und das ist ja halt einfach direkt so ein Kopfnicker-Beat. Du bist ja direkt so, kannst du easy zu dich bewegen, gar kein Stress so. Aber auch dann das Ding hier zum, ja, ist ja das Ende. Das jetzt hier mit den Snares. Patsch, patsch, patsch. Geil. Ja, und das, meine Fresse, geil. Warum sagt mir das denn keiner? Warum sagt mir denn keiner, dass wir wieder in der Zeit sind, wo EDM sich wieder geil anhört? Bro, also bitte. Junge, das Ding, das kam raus. Also vor einem Monat kam auf jeden Fall diese Visualizer raus. Ein Monat, Hilfe. Ey, das Ding schiebt ja anders. Das ist ja mega geil, von vorne bis hinten. Aber es ist halt auch dieses. Ich habe direkt dieses Gefühl wie früher so, ne, wo Hardwell noch was war das jetzt? Wo wir uns die Sachen da angeguckt haben. Was ich jetzt als letztes hatte, hier Hardwell, wie hieß es noch? Young Again. Das ist 10 Jahre her. 10 fucking Jahre. Und genau dieses Gefühl, was ich damals bei diesem Song hatte, habe ich jetzt bei dem Ding. Oh, wie geil. Warum sagt mir das keiner? Ich dachte, EDM hat sich so in eine andere Richtung entwickelt, die mir halt nicht gefallen hat. Aber du hast ja trotzdem immer noch diesen krassen Vibe. Klar, EDM hat sich entwickelt
in die verschiedensten Richtungen und es ist ja so viel daraus gesprossen, sage ich mal. Ähm, oder viele, die EDM gehört haben, gerade zu dieser goldenen Zeit, 2010 bis 2015 würde ich sagen, das ist so für mich diese goldene Zeit, gerade diese Tomorrowland-Zeit, dass viele, die das da gefeiert haben, jetzt natürlich so auf diesen Hardstyle, ne, oder Trance, Techno oder was auch immer Trip gegangen sind, weil sich auch diese EDM-DJs und so alle irgendwie so 'n bisschen ja, nach der du hast irgendwann gemerkt: „Okay, gut, die Luft ist so 'n bisschen raus. Du brauchst erst mal 'n bisschen was Neues. Du brauchst 'n bisschen was anderes. Du brauchst 'n bisschen was Härteres.“ Keine Ahnung. Aber ich finde es halt mega geil, jetzt wieder so 'n Track zu hören, ne? Boah, geil! Also, bin ich ganz ehrlich, haut mir gerne mehr solche Dinger rein, wo ihr sagt also, ne, scheißegal, wann die rausgekommen sind. Wegen meiner können das auch Dinger sein von vor 10 Jahren. Wegen meiner können das aber auch Dinger sein, die grade released wurden, die genau dieses Feeling wieder aufbauen. Dieses EDM-Feeling. Dieses Feeling, was wir alle lieben bei EDM-Songs, wo du direkt 'n geilen Vibe hast, wo du lächeln musst, wo du dich schon freust, diesen Song einfach zu hören und der melodisch so geil klingt. Deswegen gerne in die Kommentare, dann sehen wir uns da wieder und ich hoffe, dass das so Banger werden wie das Teil. Und dann sehen wir uns da wieder bei der nächsten Reaction. Bis dahin wünsche ich euch 'n wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.